Hey Leute, wie in den letzten Ransomware News angekündigt, hier das Video zur Alpha-V und dem ganzen, ja, ich nenne es mal Drama drumherum. Los geht's. Noch ein kurzer Disclaimer. Ich erhebe hier nicht den absoluten Wahrheitsanspruch für mich. Das heißt, wenn ihr mehr Infos habt, wenn ihr Fehler findet, gerne in die Kommentare und korrigiert mich. Alpha-V bzw. Black Hat ist eine russischsprachige Gruppe, die Ransomware as a Service oder kurz RAAS anbieten. Darunter versteht man, dass die Gruppe selbst die Infrastruktur stellt, die Ransomware entwickelt und zum Beispiel den Leak-Block betreibt. Neben dem Kernteam gibt es noch die Affiliates bzw. VIPs. Wenn man so will, sind das die eigentlichen Hacker. Diese führen im Namen von Alpha-V die Hacks dann durch. Wer am Ende die Verhandlungen mit den Betroffenen macht, kann ich aber so nicht sagen. Den Namen Black Hat hört ihr deswegen, weil das unter anderem auch der Name ist, unter dem sie bekannt sind, beziehungsweise sie hatten mal einen Rebrand. Laut dem FBI haben sie bis zum September 2023 1000 Opfer mit einer Summe von 500 Millionen Dollar erpresst, wovon schätzungsweise um die 300 Millionen Dollar gezahlt wurden. Von den 1000 Betroffenen sind auch einige in Deutschland angesiedelt. Als ich mit den Ransomware News vor IT News angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal eine Liste erstellen muss, wer alles Betroffener war und wer nicht. Im Hintergrund seht ihr diese in Auszügen und ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit. Drei möchte ich hier hervorheben. Das ist zum einen die Hochschule Furtwangen. Ich blende euch hier den Screenshot der alten Leak-Seite ein. Die gibt es auch so nicht mehr. Das heißt, man kann das auch leider so in der Form nicht mehr verifizieren. Und dann Motel One, das ist eine große Hotelkette. Und zu guter Letzt Reddit. Die sind ja bekanntlich auch nicht so klein. Okay, Reddit gehört jetzt nicht unbedingt zum Dachgebiet, aber aus Gründen hatte ich die jetzt halt mal drin. Ihr seht, Kritis und große Firmen sind Teil von, ja, ich nenne es mal ihrem Beuteschema. Solltet ihr zu einem Kritis-Unternehmen gehören, beziehungsweise für eins arbeiten, dann bitte gut zuhören, denn das wird später nochmal relevant. Am 7.12. war die Leak-Seite von Alpha-V nicht mehr erreichbar. Anfangs hieß es noch Hosting-Probleme. Am 19.12. hat das Department of Justice gemeldet, dass sie mehrere Webseiten von Alpha-V beschlagnahmt haben. Im Hintergrund seht ihr meinen Tor-Browser mit dem Screenshot. Ja, der ist jetzt leider unten abgeschnitten. Eigentlich wollte ich euch die Onion-URL oben zeigen. Die muss ich nun aber im Nachhinein leider auch schwärzen. Dazu später mehr. Neben der Beschlagnahmung hat man auch ein Entschlüsselungstool entwickelt und konnte somit um die 500 Betroffenen weltweit helfen, ihre Systeme wieder zu entschlüsseln. Ganz ehrlich, das ist schon eine enorme Leistung. Zum einen die Infrastruktur zu entdecken, dann zu lokalisieren und am Ende alles offline zu nehmen. Die Erleichterung, die die Betroffenen gehabt haben müssen, als man mit dem Entschlüsselungstool ankam, muss halt auch enorm gewesen sein. Mitglieder der Ransomware-Gruppe hat man, soweit mir bekannt, aber nicht verhaftet. Ich habe von einem Drama gesprochen und das beginnt jetzt. Ebenfalls am 19.12. fing eine Art Katz-und-Maus-Spiel an. Zuerst hat man seitens Alpha-V eine neue Leak-Seite aufgemacht, nur um sie später wieder offline zu nehmen. Dann stand plötzlich auf der Leak-Seite, die das FBI hochgenommen hat, dieser Beitrag. Auf den gehen wir dann gleich ein, dann wieder die Meldung vom FBI, dann wieder die von Alpha-V und so weiter. Aus der Mitteilung von Alpha-V geht hervor, dass sie vermuten, dass deren Hoster, wo eines deren Datacenter lag, entweder gehackt wurde oder mit den Behörden zusammengearbeitet hat. Des Weiteren geben sie an, dass wohl private und öffentliche Schlüssel, die für die Entschlüsselung notwendig sind, in die Hände der ermittelnden Behörden gefallen sein sollen. Gleichzeitig sagen sie aber auch, dass 3000 andere Firmen keinen Entschlüsselungsschlüssel mehr erhalten werden. Ob die verloren gegangen sind oder ob man die weggeworfen hat, kann ich aber nicht sagen. Die Leak-Seite ist inzwischen wieder in den Händen von Alpha-V, denn sie posten inzwischen schon wieder über neue Betroffene und entsprechende Sample-Daten. Was also können und müssen wir in der Zukunft erwarten? Als Resultat des Ganzen hat Alpha-V die Rate, wie viel man als Affiliate verdienen kann, auf 90% angehoben. Das heißt, 10% bekommt der Kern, also die Entwickler hinter der Schadsoftware, und 90% die, die die eigentliche Arbeit erledigen. Gleichzeitig gewähren sie aber keinen Rabatt mehr für Firmen, die gehackt wurden. Sie entscheiden, wie viel gezahlt werden muss. Punkt. VIP-Affiliates bekommen jetzt ein eigenes Bonusprogramm. Wenn ihr ITler, CISOs oder vielleicht Entscheidungsträger seid, dann jetzt bitte genau zuhören. Der in meinen Augen wichtigste Punkt ist aber, dass sie sämtliche Regeln für die Affiliates abschaffen, bis auf eine. Ihr dürft alles angreifen und verschlüsseln, außer Einrichtungen im CIS-Gebiet. Das sind hauptsächlich Länder der ehemaligen Sowjetunion, außer die baltischen Staaten, Georgien und die Ukraine. Letztere waren aber mal Mitglied. In dem kurzen Beitrag werden explizit Atomkraftwerke und Krankenhäuser als nun legitime Ziele erwähnt. Da wären wir wieder im Kritisbereich angekommen. Trotz des Erfolges der Strafverfolgungsbehörden könnte deren Aktion gegen Alpha-V
auch zu einer unheiligen Allianz mit Lockbit führen. Pausiert bitte kurz, wenn ihr jetzt folgende Inhalte lesen wollt. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, unterhalten sich die offiziellen Accounts von Lockbit und Alpha-V miteinander und letztere schlägt die Gründung eines Kartells vor. Die Screenshots selbst sind von Twitter und diese wiederum stammen aus dem XSS-Forum. Was die Reaktion von Lockbit auf den Vorschlag von Alpha-V war, kann ich euch leider nicht sagen. Ich selbst habe aktuell keinen Zugang zum russischsprachigen Forum. Kommen wir nun zum Fazit des Ganzen. War es seitens der Strafverfolgungsbehörden richtig, den Versuch zu unternehmen, Teile oder die gesamte Infrastruktur hochzunehmen? Definitiv ja, es ist aber auch eine Niederlage für alle. Ich gehe aber davon aus, dass die Behörden hier wichtige Erkenntnisse erlangt haben, damit jetzt sowas in der Zukunft nicht nochmal passiert. Auch müssen wir festhalten, wir wissen aktuell nicht, was alles an Informationen auf den Servern lag, denn Zugriff müssen sie gehabt haben, sonst wären sie nicht an die Entschlüsselungsschlüssel gekommen. Leider glaube ich aber auch, dass Alpha-V die Drohung wahr machen werden und nun auf alles und jeden losgehen, der in irgendeiner Form angreifbar ist. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie erstmal eine Art Pause machen, ihre Aktivitäten zurückfahren, um sicherzugehen, dass ihre restliche Infrastruktur sicher ist. So, das war's, Leute. Denkt daran, Weihnachten und Neujahr sind so typische Hacking-Zeiten. Bleibt vorsichtig. Ciao.